Hattest du schon mal so einen richtig schlechten Tag auf dem Camino? Ich hatte so einen Tag am 21. Juni 2024, als ich die Strecke von Weidnau nach Wolfsried gelaufen bin. Fast den ganzen Tag regnete es in Strömen und der Weg führte mich bergauf und bergab auf asphaltierten Straßen, was so richtig Gift für meine Knie war, sodass ich dann irgendwann einfach nicht mehr richtig laufen konnte. Als ich dann am nächsten Morgen aufwachte am Bachhof, sah ich aus dem Fenster und es war ein herrlicher Tag, kein Regen mehr, einfach himmlisches Wetter. Und weil auch Samstag war, was bei den Juden der Schabbat ist und was ja von den Christen früher auch gefeiert worden war, beschloss ich, diesen Tag Gott zu widmen. Und tatsächlich erlebte ich im weiteren Lauf dieses Tages ein paar Dinge, die ich noch nie erlebt habe auf dem Jakobsweg und die besonders waren. Und wenn dich das interessiert, was ich da erlebt habe, und wenn du zum Beispiel auch wissen möchtest, wie das Allgäu zu seiner Milchwirtschaft kam, wer Karl Hirnbein war, welchen Wunsch mir das Universum erfüllt hat und was ich noch erlebt habe, bevor ich dann nach Scheideck kam in die Pilgerherberge, dann rate ich dir, schau dir dieses Video an. Münchner Jakobsweg, Etappe 15, Wolfsried nach Scheideck. Als ich beim Aufstehen diesen Himmel erblicke aus dem Fenster, beschließe ich, diesen Tag Gott zu widmen. Ich hatte mir am Vortag für 7 Uhr Frühstück bestellt und das Frühstücksbuffet ist wirklich sehr opulent. Nachdem ich mich sehr nett mit der alten Bäuerin unterhalten habe, bezahle ich und starte in den Tag. Heute ist Samstag, der 22. Juni und ich starte heute eine neue Etappe auf dem Münchner Jakobsweg und zwar vom Bachhof in Wolfsried und laufe heute nach Scheideck zu der Pilgerherberge. Und ich habe jetzt auf einem echten Bauernhof übernachtet und mich auch noch sehr nett mit der alten Bäuerin unterhalten. Und die Gegend hier ist einfach wunderbar. Es hat gestern Abend zwar heftig geregnet, dafür ist heute alles frisch gewaschen und die Sonne scheint jetzt auch. Und ich zeige euch einfach mal schön das Panorama hier. Ich habe gestern und heute einiges gelernt über die Landwirtschaft hier im Allgäu. Noch im 19. Jahrhundert war es so, dass die Bauern hier im Allgäu ganz normal Getreide und Feldfrüchte angebaut haben. Und dann hat ein Mann namens Hirnbein die Idee gehabt, dass man hier ja diese Milchwirtschaft einführen könnte, die es heute auch noch gibt im Allgäu. Und nachdem das Klima hier so ist, dass es hier relativ viel regnet und so weiter und Wiesen da gegen Regen einfach unempfindlicher sind als Getreide oder andere Feldfrüchte, hat man dann die Wirtschaft umgestellt und hat dadurch quasi einen guten Wohlstand auch entwickelt. Und was ihr so seht, diese Landschaft hier mit den Wiesen, das ist das Ergebnis dieser Milchwirtschaft. Und nachdem die Kühe natürlich auch sehr viel Odel, also in Norddeutschland sagt man Gülle, produzieren und die Bauern das halt nicht einfach lagern können, wird das halt dann auf die Wiesen wieder ausgebracht. Und deshalb riecht es ja immer so appetitlich. Ja, und die Bäuerin vom Bachhof hat mir erzählt, dass es in Wolfsried früher mal 16 Bauernhöfe gab. Und die Bauern haben alle aufgehört, bis auf einen. Und der eine hat jetzt
Wiesen von den anderen gepachtet und bewirtschaftet jetzt 16 Höfe sozusagen auf einmal und arbeitet quasi Tag und Nacht und betreibt eben dadurch auch eben Landschaftspflege. Und ja, so ist es halt, ja, das Bauernsterben. Wenn dir mein Video gefällt, bitte ich dich, es zu liken und meinen Kanal mit dem Klick auf die Muschel zu abonnieren. Hier befinde ich mich in Genhofen vor der Kirche St. Stephan und ich war jetzt gerade drin und da wird gerade eine Führung veranstaltet, wo die Geschichte der Kirche erklärt wird. Und in dieser Kirche ist etwas Besonderes. In den Darstellungen bei den 3 Altären oder Altarbildern sieht man zum einen auf der linken Seite den heiligen Rochus und beim Hauptaltar neben dem Kreuz steht der heilige Jakobus selber. Und ich habe mir auch hinter dem Altar, im Beichtstuhl, ist der Pilgerstempel. Den habe ich mir ja auch geholt. Ja, und jetzt geht's weiter. Man kommt sich fast wie in Südtirol vor. So ihr Lieben, ich war jetzt gerade in der St. Martinskapelle in Hopfen und dort gibt es unter anderem auch einen Pilgerstempel und bin dann in eine, ja, bin noch ganz geflasht, das war ein ganz besonderes Erlebnis gerade. Also eine Gruppe von Wanderern, die eine Kapellenwanderung machen, sind hier angekommen. Und 2 Frauen von der Gemeinde hier haben dann so eine kleine Andacht gehalten. Und wir haben dann alle gemeinsam das Pilgerlied gesungen, Möge Gott dich begleiten. Und wir haben dann auch noch andere Lieder gesungen. Ich habe dann auch so ein bisschen was erzählt über die Geschichte eben des Jakobswegs. Und dann hat mir der Führer der Gruppe erzählt, dass es in der
kleinen Kapelle da in Genhofen noch auf der Rückseite des Hauptaltars eine Darstellung des heiligen Beatus gibt. Und anscheinend war der vor 500 Jahren auch in der Schweiz als Heiliger. Es gab dann Beatus-Wallfahrten und Beatus ist ja auch einer der Schutzpatrone der Schweiz. Und dann kam 1530 die Reformation und dann wurden diese Wallfahrten verboten. Und weil dieser Teil des Landes halt nicht zur Schweiz gehört hat, ist dieser Altar quasi noch erhalten geblieben. Also auch wieder ein Wunder, also eine wundersame Begegnung auf dem Jakobsweg. Und ja, Wahnsinn. Ja, ich laufe jetzt weiter. Da habe ich gerade noch das Universum um eine Bank für eine Rast gebeten. Dann habe ich vorhin den Baum gesehen, wo ich jetzt gerade Rast gemacht habe, ohne Bank. Und dann kommt ein Mann auf dem Fahrrad vorbei und sagt, ja, also 10 Meter weiter wäre eine Bank gewesen. Und hier ist die Bank. Manchmal muss er halt einfach ein bisschen mehr Geduld haben. Und die Stelle hier heißt Lug ins Land. Dann luge ich mal ein bisschen. Gleich nach Hasenried beginnt ein Abstieg in die Schlucht. Im Tal unten rauscht der Bach und eine Bikerin hat mich auch schon überholt auf dem Weg. In Weiler besuche ich die Kirche St. Blasius mit dem nächsten Pilgerstempel. Im Café Mallengold nehme ich einen kleinen Snack zu mir, bevor ich dann Richtung Westen den Ort verlasse. Als ich Bremenried erreiche, sehe ich schon dunkle Wolken am Horizont. Mir schwant Übles. Ja, wie ihr seht, bin ich jetzt schon angekommen in der Pilgerherberge in Scheidegg. Es war so, nachdem ich aus Weiler herausgelaufen war, fiel ein Sturzregen, ein Orkan mit starkem Wind und so über mich her. Und ich habe also geschaut, dass ich so schnell wie möglich nach Scheidegg komme, in die Pilgerherberge. Und deshalb habe ich auch nicht mehr gefilmt. Ich habe mein Handy nur noch wasserdicht verpackt, dass es dann nicht kaputt geht oder so. Und ja, und jetzt bin ich hier. Es gab ein wunderbares Abendessen. Und die Bilder zeige ich euch auch gleich nochmal. Also wenn ihr mal auf dem Jakobsweg hier seid, dann kommt unbedingt hier in der Pilgerherberge in Scheidegg vorbei. Die ist einfach klasse. Ich werde dann morgen früh noch mal ein bisschen mehr erzählen zu dem Thema, zu der Pilgerherberge.
Und ja, und jetzt seht ihr mal hier, da bin ich jetzt untergekommen in der sogenannten Hochzeitssuite, wie sie genannt wird. Da stehen 2 Betten drin und ich bin aber alleine hier. Und hier sieht man mal, wie das so ausschaut in einer deutschen Pilgerherberge. Genau, das Bett muss ich noch selber überziehen. Aber ein sehr schönes kleines Zimmerchen. Genau, und damit mache ich jetzt auch Schluss für heute. Also dann, bis zum nächsten Video. Die heutige Etappe war insgesamt 19,3 Kilometer lang. Die reine Laufzeit beträgt circa 5 Stunden. Ich habe mit vielen Pausen etwas länger gebraucht. Und am Ende kam ich ja noch in den großen Orkan. Und wie es weitergegangen ist, siehst du in meinem nächsten Video.